Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Mein Name ist Nadja Polzin. Ich bin Coach, Trainerin und spirituelle Lehrerin und in diesem Video geht es um die Energie des Geldes. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie die Energie des Geldes eigentlich funktioniert. Sehr wahrscheinlich bist du in einer Lebenssituation, in der du dich fragst, wie kriege ich das auf die Reihe? Ja, was muss ich machen? Ich muss mich vielleicht organisieren. Du hast ein Business, du möchtest vielleicht da auch mehr über das Thema Geld lernen, dann ist dieses Video für dich. Du wirst erfahren, wie die Energie des Geldes funktioniert. Auf der spirituellen Ebene, also der geistigen Ebene, das, was du dir alles ausdenken kannst, ja, damit, wo du in deiner spirituellen Welt connecten kannst. Und auf der anderen Seite natürlich auch die praktische Seite. Welche Fragen kannst du dir stellen? Und vor allem auch, welche Fragen darfst du dir beantworten? Denn du wirst Antworten finden dürfen in deinem Leben, wie es für dich am besten funktioniert, sodass du in Sicherheit leben kannst und das Gefühl hast, dass du sicher bist. Bevor wir loslegen, möchte ich dich auf mein aktuelles Webinar hinweisen. Meistere die Energie des Geldes. Melde dich dazu ganz gerne über den Link unter diesem Video an. Ich freue mich, mit dir gemeinsam 5 Strategien zu erarbeiten, die dir dabei helfen, mehr Freude und mehr Lebensqualität in deinem Business und natürlich auch in deinem Leben zu generieren, indem du die Energie des Geldes deutlich besser verstehst und in deinem Leben in allen Details natürlich auch meisterst. Ich freue mich, dich im Webinar zu sehen. Geld wird uns nie die ultimative Sicherheit bieten, aber je mehr wir darüber lernen und je mehr wir davon verstehen, desto sicherer fühlen wir uns natürlich auch, weil du wirst feststellen, wenn du weißt, wie es geht, dann kannst du aus dir heraus immer wieder neues Geld kreieren, dann wird Geld immer wieder in dein Leben fließen und deine Ängste werden weniger und natürlich dann auch deine Unsicherheit, deine Nervensystemreaktion und alles, was dazugehört. Okay, fangen wir mal an mit der Fragestellung, was ist die Energie des Geldes? Geld ist an sich ein Konzept und zwar ein Konzept, was jeder von uns ein bisschen anders versteht. Viele sagen, dass es ein künstliches Konzept ist, aber so künstlich ist es eigentlich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Konzept und zwar auch ein spirituelles Konzept, ja, was wir in die materielle Welt gebracht haben. Die Idee dahinter ist, dass wir in der Lage sind, Produkte und auch Dienstleistungen über einen längeren Weg, also unabhängig von Ort und Zeit zu handeln. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Stell dir vor, du bist Bauer und du produzierst Eier. Ich bin Coach und Lehrerin, ich helfe Menschen dabei, ein Business aufzubauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zu dir zu gehen als Bauer und zu sagen, pass auf, ich helfe dir dabei, dein Business aufzubauen und du kannst mich nur mit Eiern bezahlen, weil das ist das, was du produzierst, das ist das, was du am besten kannst. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, also ich brauche Eier, ist in Ordnung, ich biete dir meine Dienstleistung an für diese Eier. Wenn ich jetzt aber nicht so viele Eier brauche, wie du meine Dienstleistung brauchst, dann brauchen wir etwas, was dazwischen ist, wie du mich trotzdem für meine Leistung als Coach vergüten kannst. Umgekehrt ist es natürlich ganz genauso, wenn ich viele Eier brauche, aber du brauchst meine Coaching-Dienstleistung nicht, dann brauchen wir irgendwas dazwischen, was uns hilft, trotzdem in einen Austausch zu kommen. Also, effektiv Geld, ein Zettel, ein Papier. Mehr ist es nämlich nicht. Hier in dem Fall kolumbianische Pesos. Ich bin nämlich gerade in Kolumbien und wie du vielleicht auch im Hintergrund hörst, das Leben ist hier etwas lauter und ich werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, alles rauszufiltern. Also, wir haben einen Zettel, wir haben ein Papier, was uns dabei hilft, zwischen meiner Dienstleistung und deinen Eiern, ja, einen Austausch stattfinden zu lassen. Ich kann mit diesem Zettel, das ist meine Lebensenergie, die ich aufgewendet habe, um diesen Zettel zu bekommen, kann ich zu dir hingehen, damit du mir etwas von deiner Lebensenergie gibst, nämlich diese Eier, die Lebensenergie, die du aufgewendet hast, um diese Eier zu produzieren, ja, die Hühner zu halten, zu füttern, Stall und so weiter, alles was dazugehört. Also am Ende ein Transfermittel, um den Wertausgleich und natürlich auch Waren und Dienstleistungen über eine längere Distanz und auch unabhängig von der Zeit der Produktion zu handeln. Zeit der Produktion heißt, du hast deine Eier vielleicht gestern aus dem Hühnerstall geholt, ja, und musst sie nicht unmittelbar verkaufen. Und wenn du sie verkaufst,
dann kannst du das auch morgen und übermorgen noch machen, solange sie halt haltbar sind. Okay? Also, es ist ein Speichermedium, dieser Zettel, den wir haben und auch die Karten, die wir in unserem Portemonnaie haben, was sich dann in Form von elektronischen Zahlen in Apps und auf Webseiten abbildet, ist nichts anderes als ein Speichermedium für Energie, für Lebensenergie im Wesentlichen. Manche sagen, es ist die Energie des Lebens. Für mich ist es als Dienstleister natürlich in erster Linie ein Speichermedium für meine Lebensenergie. Für andere wiederum ist es ein Speichermedium natürlich auch für natürliche Ressourcen, also für die Energie der natürlichen Ressourcen, die sie benutzen, um ihre Produkte herzustellen. Also das sind die wesentlichen beiden Energien, sage ich jetzt mal, die Lebensenergie für einen Dienstleister und auf der anderen Seite natürlich auch die Energie der natürlichen Ressourcen, die uns Mutter Erde zur Verfügung stellt, die benutzt werden können, um ein Produkt herzustellen. Es ist völlig egal, ob dieses Produkt ein Lebensmittel ist oder ob es ein Kühlschrank ist, weil auch für den Kühlschrank werden natürliche Ressourcen gebraucht, um diesen Kühlschrank herstellen zu können. Also das heißt, wir bedienen uns bei Mutter Erde, bei dem, was uns die Erde zur Verfügung stellt, an Mineralien, Gesteinen, Wasser und so weiter und so fort. Also wir nehmen etwas von Mutter Erde, verwandeln das durch unsere Arbeit in ein Produkt, was wir dann wiederum anderen Menschen anbieten, die uns dafür ein Stück Papier geben oder im elektronischen Transfer eine Zahl transferieren. Das ist Geld. Das klingt super langweilig, ich weiß, aber es hilft total, wenn du das verstehst und dir darüber bewusst bist, was das eigentlich bedeutet, also was eigentlich hinter Geld steckt, ja, weil viele von uns haben es in der Schule nicht gelernt. Und es hilft uns natürlich auch bei den Überlegungen, wie du die Energie des Geldes, nämlich diesen Energiespeicher, mehr ist es nicht, diesen Energiespeicher in deinem Leben organisieren kannst. Also das erste Dienstleistung Lebensenergie, das zweite Waren und Güter, natürliche Ressourcen und alles, was wir durch Arbeit daraus machen. So, jetzt haben wir eine innere Welt, eine geistige Welt, eine spirituelle Welt, das sind Emotionen und Gedanken. In der Schamanensprache das Wasser und Luft, ja, also Wasser und Luft, das Wasser unsere Emotionen und die Luft unsere Gedanken, die gestalten im Wesentlichen, wie wir Geld verstehen. Also deine Emotionen und deine Gedanken, wie auch immer du glaubst, dass deine Gedanken entstehen und wie deine Emotionen entstehen, das ist eine Fragestellung, die an einer anderen Stelle kommt. Aber in dir gibt es ein Verständnis, ein emotionales Verständnis und natürlich auch ein kognitives Verständnis von Geld. Jetzt ist die Frage, wie kannst du, und das ist eine Frage, die du dir stellen kannst, also wie kann ich dafür sorgen, dass meine Lebensenergie möglichst hoch ist? Also, was bedeutet das, wenn deine Lebensenergie möglichst hoch ist? Das bedeutet, dass das, was du tust, dir Freude macht, dass dir das Spaß macht, dass dir das vielleicht sogar Energie gibt, weil du das Gefühl hast, du machst etwas Sinnvolles, du machst etwas Wertvolles, du machst etwas, womit du anderen Menschen eine Freude machen kannst. Weil Geld ist nicht das Einzige, was natürlich bei unserer Arbeit bei rumkommt, sondern natürlich auch eine emotionale Befriedigung. Ja? Also wir brauchen eine emotionale Befriedigung, eine geistige Herausforderung vielleicht, eine Challenge an den Dingen zu wachsen, aber natürlich auch das Gefühl, dass wir die Aufgaben bewältigen können. Wenn ich jetzt Menschen frage, ja, wie kannst du dafür sorgen, dass deine Lebensenergie möglichst hoch ist? Manchmal sagen sie dann, ja, dann würde ich auf Weltreise gehen oder dann würde ich überhaupt nicht arbeiten. Und das ist ein guter Hinweis darauf, so eine Antwort zu geben. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass du nicht mehr im richtigen Beruf bist, dass du nicht mehr im richtigen Job unterwegs bist, dass du nicht mehr das Richtige tust. Weil offensichtlich sagt dein Körper dir bei dieser Antwort, du brauchst eine Pause. Ja, du musst weg von dem, was du tust, du brauchst neue Ideen, du brauchst neue Inspirationen. Sowas bekommen wir natürlich auf Reisen, sowas bekommen wir natürlich, wenn wir Pause machen, wenn wir uns wirklich auch Regenerationszeit gönnen. Arbeit an sich ist in uns angelegt. Ja, wenn du ausreichend Regenerationszeit hast, dann wirst du immer wieder an einen Punkt kommen, wo du etwas kreativ erschaffen willst. Kreation und Schöpfung ist in uns drin, ja. Wenn wir nicht mehr kreieren, wenn wir nicht mehr schöpfen, dann sind wir entweder krank oder auf dem Weg ins Grab. Das ist einfach so, ja. Also wir sind kreative Wesen, wir sind schöpfende Wesen und wenn unsere Kreation nicht mehr gut ist oder nicht mehr sinnvoll ist oder wir keine Kraft mehr aufbringen können, um zu kreieren, dann sind wir tendenziell auf dem Weg ins Grab.
Bei jungen Leuten ist es häufig so natürlich, dass das ein Punkt ist, wo sie einfach vielleicht in der Depression sind oder wo sie vielleicht auch in einer Phase sind, wo ihr Körper überfordert ist, und zwar auch mit einem Programm aus der Familie vielleicht oder aus der Schule oder aus dem sozialen Umfeld, was sie glauben lässt, dass das, was sie eigentlich sind, nicht gut ist. Ja, sie haben so viel Ablehnung erfahren, bis die Lebensenergie so weit unterdrückt ist, dass sie nicht mehr da rauskommen oder beziehungsweise, dass sie dann auch Hilfe brauchen, um einfach rauszufinden, was gibt mir wieder Energie, so, dass ich gut leben kann und dass ich auch anderen von meiner Energie abgeben kann. Das, was ich hier tue, ich gebe dir etwas von meiner Energie ab, auf dem kostenlosen Weg hier auf YouTube, ja, in der Hoffnung oder in der Erwartung, das ist ein Investment sozusagen, mein Marketing in der Erwartung, dass ich auf irgendeine Art und Weise auch wieder Geld in mein Leben zurückbekomme, also Energie zurückbekomme aus der Welt. Bekomme ich natürlich auch. An der Stelle, guter Hinweis, lass mir doch ein Like da oder ein Abo des Kanals. Auch das ist schon mal Energie zurückgeben und auch Danke sagen, gerade für die Content-Leute, für uns hier auf YouTube. Danke zu sagen für unsere Arbeit, die wir hier machen und die Energie, die wir rausgeben. Die Frage, die du dir stellen darfst, im Inneren, ja, wie will ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich am besten helfen? Welche Arbeit gibt mir Energie, so dass ich sie mit anderen teilen kann? Ja, also was macht mir so viel Spaß, dass ich überfließe und damit nach draußen gehen kann? Und dann natürlich auch die Frage, was gibt mir Sicherheit? Ja, also in der inneren Welt, was gibt mir Sicherheit? Geld an sich, egal wie viel du auf deinem Konto hast, wird dir nie Sicherheit geben, sondern Sicherheit ist ein Gefühl, was du in dir kreierst, aufgrund der Art und Weise, wie du das Leben und die Welt, deine Fähigkeiten, dich selbst, dein soziales Umfeld, deine Gesundheit, deinen Körper und so weiter interpretierst. Also die Bedeutung, die du den Dingen gibst, das sind die Parameter sozusagen, in denen du navigieren kannst, um Sicherheit in deinem Leben zu kreieren. Das heißt nicht, dass du nicht ein bisschen Geld auf der Seite haben sollst. Ein bisschen, ja, für jeden ein bisschen anders. Für den einen ist 1 Million ein bisschen Geld, für den anderen reichen 3 Monatsgehälter, also der Notgroschen oder wie auch immer. Also was gibt dir Sicherheit, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen, um im Leben auch Risiken eingehen zu können? Denn am Ende, wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du mehr Geld in deinem Leben kreieren möchtest, dann wirst du Risiken eingehen müssen auf die eine oder andere Art und Weise. Sei das, indem du dir einen neuen Job suchst oder sei das, indem du ein eigenes Business gründest, sei das, indem du neue Produkte an den Markt bringst, neue Produktformate ausprobierst, neue Marketingformate ausprobierst und so weiter. Da sind wir in der inneren Welt. Ja, also was bedeutet Geld für dich eigentlich? Womit setzt du das gleich? Ich habe eine ganze Menge Leute gefragt in meinem Leben und natürlich auch viele Bücher gelesen. Und diese Frage stellte sich immer wieder, was bedeutet Geld eigentlich? Und am Ende ist es nichts anderes als Energie. Und jetzt ist die Frage, okay, es ist Lebensenergie. Andere sagen, es ist das Blut des Lebens. Andere sagen, es ist Kreativenergie. Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, was du benutzen kannst, um eben diesen energetischen Austausch zwischen verschiedenen Energien stattfinden zu lassen. Okay? Mehr ist es nicht. Ja? Es ist nicht irgendwas Riesengroßes. Es gibt so einen Glaubenssatz, Geld regiert die Welt. Wenn du diesen Glaubenssatz auch haben solltest, das wäre zum Beispiel ein Glaubenssatz, den du unbedingt sofort löschen solltest, weil Geld nicht die Welt regiert, sondern die Welt regiert das Geld. Das ist etwas, was von Menschen gemacht ist, was von Menschen kontrolliert wird, was von Menschen gestaltet wird, wie dieser ganze Finanzmarkt funktioniert, wie Geld funktioniert. Und du bist die gestaltende Kraft in deinem Leben, wie Geld für dich funktioniert, welche Bedeutung du ihm gibst, welche Ängste du in Bezug auf Geld hast, vielleicht auch welche Scham du in Bezug auf Geld hast und natürlich auch, wie du glaubst, dass Geld in dein Leben kommt. Ja, was braucht es in der äußeren Welt und natürlich auch in der inneren Welt, damit Geld überhaupt in dein Leben kommen kann? Was sind da die Parameter? Zum Beispiel harte Arbeit. Ja? Wir Deutschen mögen harte Arbeit, damit Geld in unser Leben kommt. Das ist nicht überall auf der Welt so und wir sehen auch jetzt gerade in der Entwicklung der letzten Jahre vieles, was im digitalen Markt stattfindet. Das ist nicht mehr unbedingt harte Arbeit, sondern das ist einfach nur ein bisschen Köpfchen, ein bisschen clever, ein bisschen Mut und ein bisschen, ja, auch ein bisschen Chutzpe sozusagen. Das muss nicht unbedingt harte Arbeit sein, sondern wir gehen heute nicht mehr in den Bergbau. Ja, das haben unsere Vorfahren gemacht oder sind aufs Feld gegangen. Das macht nicht mehr jeder von uns.
in den digitalen Welten ist die Arbeit eigentlich nicht mehr so wirklich hart. Sie kostet ein bisschen Mut und sie kostet ein bisschen Überwindung an der einen oder anderen Stelle, aber sie ist nicht in dem Sinne hart, ja, also nicht im Sinne von körperlich hart, sondern wir müssen dann immer noch ins Gym gehen, um uns auszupowern. So, das ist das eine, also die innere Welt. Welche Bedeutung gibst du dem Geld? Das andere ist die äußere, die materielle Welt. Und jetzt wird's ganz besonders spannend, denn das ist die Brücke der Energie des Geldes, die den meisten eigentlich Frust macht. Ja, du kannst in deiner inneren Welt ein unglaublich schönes Konzept von Geld aufbauen. Ja, das kann ganz, ganz toll sein. Aber dann kommt die materielle Welt, die 3D-Welt, die Welt deines Körpers, die Welt der Eier, ja, und die Welt der Papierzettel. Und in dieser Welt sieht das Ganze natürlich ein ganzes bisschen anders aus. Ja, da ist viel weniger Wasser und Luft, sondern da ist mehr Erde und Feuer, um es mit den Schamanen zu sagen, Materie und Aktion, die bewegt werden will. Und die bewegt sich deutlich langsamer, als das unsere spirituelle Welt kann. Ja, also in der spirituellen Welt kannst du ein Business aufbauen. Innerhalb von 2-3 Stunden kannst du ein komplettes Business-Konzept und den Plan für die nächsten 10 Jahre skizzieren. Da hast du aber noch keinen einzigen Kunden in dein Business gekriegt in der materiellen Welt, wo die Materie dichter ist, wo die Dinge sich deutlich langsamer bewegen, als das in der spirituellen Welt der Fall ist. Also die materielle Welt ist deutlich langsamer. Das dauert deutlich länger, die Materie, ja, die natürlichen Ressourcen, deinen Körper, alles, was dazu notwendig ist, vielleicht auch digitale Dinge zu bewegen. Das vergessen viele bei der ganzen Überlegung, wie will ich das, ja, wie will ich Geld kreieren? Also die materielle Welt bewegt sich deutlich langsamer, die ist deutlich dichter, die Materie ist deutlich dichter und wir brauchen Aktion und Kraft und Lebensenergie im Körper natürlich auch, um die Dinge in Bewegung zu kriegen. Also das sind die Limitierungen des Körpers. All deine Lebenserfahrung und die Erfahrung deiner Vorfahren, die stecken da auch drin. Ja? Also du kannst dir das schönste Konzept ausmalen und sobald du anfängst, das in der materiellen Welt umzusetzen, werden dir eine ganze Menge Ängste, Zweifel, Stimmen und so weiter entgegentreten und dir den Weg immer mal wieder ein bisschen verstellen, die aus der Vergangenheit kommen, die einfach aus deiner Lebenserfahrung kommen, die aus deiner Familie kommen, die vielleicht auch aus früheren Leben kommen, die vielleicht von deinen Vorfahren kommen. Und du wirst deine Materie, nämlich deinen Körper und auch die Dinge, die du gestalten willst und die du kreieren willst, nicht so schnell voranbringen können, weil eben deine geistige Welt plötzlich alle möglichen Dämonen und Teufelchen und Uromas und was weiß ich nicht alles auftaucht. Ja, also all deine Lebenserfahrung und die Erfahrung deiner Vorfahren, die steckt in deinem Körper und die wird manchmal erst sichtbar, wenn wir dann tatsächlich auch losgehen. Also die Realität der spirituellen Welt wird wie ein Trichter runtergefiltert in den Körper und im Körper trifft sie dann auf deine DNA, deine Programmierung, deine Zellen und all die Informationen, die in deinen Zellen enthalten sind. Und das sind die Informationen aus 7 Generationen, sagen die Schamanen, ja, also viele Generationen, in denen mit Geld umgegangen wurde und mit denen mit Geld gehandelt wurde und in denen auch Business gemacht wurde, in denen Verluste waren, Kriege waren und so weiter und so fort. In der materiellen Welt geht es dann um die Organisation des Geldes im Außen, also in deiner physischen Welt. Da geht es um das Thema Budgetkontrolle, da geht es um das Thema Vorsorge vielleicht auch, da geht es um Konten einrichten, da geht es um Rechnungen schreiben, beziehungsweise Gehaltszettel entgegennehmen, wie auch immer du dein Geld in deinem Leben verdienst. Also du findest dort alles, was du im Außen an materiellen Dingen bewegen musst, damit die Dinge gut organisiert sind. Es gibt unterschiedliche Menschentypen, ja. Also ich habe diese spirituelle Tiefe zum Thema Geld und kann Geld aus ganz vielen verschiedenen spirituellen Blickwinkeln betrachten. Und es gibt Menschen, die sind super gut da drin, Kontenmodelle einzurichten, ja. Die wissen ganz genau, in welchen Fonds man investieren muss. Die sind ganz in dieser materiellen, äußeren Welt unterwegs. Die haben diese spirituelle Tiefe gar nicht. Also für mich ist die materielle Welt tendenziell eher ein bisschen schwieriger. Ich bin in der spirituellen Welt sehr zu Hause. Aber es gilt natürlich immer, beides zusammenzubringen. Ja, du kannst Geld schön finden, aber was bringt's dir, wenn du es in der materiellen Welt nicht organisieren kannst?
Was ich häufig lese, wenn ich auf sozialen Medien unterwegs bin und natürlich auch bei den ganzen, ich habe ein paar Finanzfreunde, ja, und dann lese ich auch immer so ein bisschen mit, was bei denen in den sozialen Medien passiert und was da die Kommentare auch sind unter den Beiträgen auf Instagram und auch auf YouTube. Und einer der Einwände, die viele Leute haben, die sich weder mit dem einen noch dem anderen je auseinandergesetzt haben, ist, dass Geld natürlich auch Freude machen muss. Ja, also dieses Geld verdienen zum einen, aber natürlich auch ausgeben, sollte und im Optimalfall ein Fluss der Freude sein. Also Freude und Geld, Freude und gute finanzielle Organisation gehört zusammen. Und da sind wir an einem Punkt, der ist ganz wichtig aus meiner Perspektive. Ich bin keine Finanzberaterin, sondern spirituelle Lehrerin und ich möchte darauf aufmerksam machen, weil bei vielen Finanzberatern das natürlich häufig hinten runterfällt, das mit der Freude, weil für die ist das Freude. Ja, für die ist diese äußere materielle Welt, Konten organisieren, Budgetkontrolle, Versicherungen abschließen und so weiter und so fort, das ist für die Freude. Das ist nicht für jeden von uns so, sondern für mich ist das nicht unbedingt die größte Freude der Welt. Ich habe andere Freuden wiederum. Also das Innen darf und sollte auch mit dem Außen zusammenpassen. Also das, was dir Freude im Leben macht, das sollte mit dem Außen zusammenpassen. Und wenn du jemand bist, der das nicht in die physische Welt kriegt, die Organisation dieses ganzen Modells, such dir einen Finanzberater. Der hat Freude daran, ja? Der hat da Freude dran, sich damit zu beschäftigen, das für dich zu organisieren. Da kriegt er ein paar Euro für oder was weiß ich, einen Prozentsatz oder sonst irgendwas. Der verdient daran ein bisschen was und du gibst ein kleines bisschen deiner Lebensenergie ab, damit der das macht, was du nicht so gerne tust. Ich mache jetzt keine Werbung hier für Finanzberater, aber du kannst dafür dich mit den Dingen beschäftigen, die dir Freude machen. Ja, also das ist eine Überlegung, wenn du keine Lust hast, dich mit der materiellen Welt zu beschäftigen und das für dich selber zu organisieren. Du kannst aber natürlich auch sagen, wie ich schaffe das, ich kann das, ja, ich kann das aus der spirituellen Welt in die materielle Welt bringen. Ich beschäftige mich damit, ich lerne darüber, ich schaue mir das an. Okay? Also erlaube, dass Freude und gute finanzielle Organisation zusammenpassen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was viele Finanzberater zum Beispiel, auch wenn ich mir einen der klassischsten Beiträge der Finanzberatung ist, ja, wenn du jetzt 3-mal die Woche nicht Kaffee trinken gehst, dann kannst du dir in 5 Jahren eine Luxushandtasche kaufen. Wenn ich solche Beiträge sehe, ja, dann kriege ich immer einen zu viel. Mein Tagesablauf ist, ich arbeite vormittags meistens so bis 14, 15 Uhr. Das ist so dann geht ihr in Deutschland, in Europa ins Bett. Ich lebe ja hier in Südamerika. Dann geht ihr in Deutschland ins Bett, dann sind meine Kontakte, dann ist Ruhe, dann schnappe ich mir ein Buch und gehe ins Café. Das mache ich fast jeden Tag. Außer am Wochenende mache ich vielleicht auch Ausflüge und so, aber unter der Woche mache ich das, dann gehe ich nachmittags ins Café, gehe da Kaffee trinken, lese ein Buch. Das ist für mich Lebensqualität, das ist Freude für mich, ja, das gehört für mich absolut dazu. Wenn du mir jetzt 3-mal die Woche mein Buch lesen und Kaffee wegnimmst, dann beschneidest du mich meiner Lebensfreude. Das funktioniert für mich nicht. Jemand anderes würde sagen, dieser Kaffee, der ist vollkommen sinnlos, dass ich mir den irgendwie im Café kaufe, den kann ich mir auch zu Hause kochen und in einen Tumbler füllen. Absolut das Gleiche, ja. Also das ist einfach nur pure Faulheit. Ich brauche den Kaffee eigentlich nicht oder das ist irgendwie pure Faulheit, den mir to go im Café zu holen. Mir ist diese Luxushandtasche wichtig. Ja, ich will in 5 Jahren diese Luxushandtasche haben. Und wenn du jemand so bist, für den die Luxushandtasche wichtig ist, dann mag der Kaffee zum Beispiel etwas sein, wo du sagst, okay, da kann ich gut drauf verzichten. Mir ist die Luxushandtasche vollkommen egal. Ich gehe gerne jeden Nachmittag ins Café, lese mein Buch und trinke da einen Kaffee und ein Wasser, ja. Also da geht's um Werte. Und da geht es natürlich auch darum, was bedeutet für dich Lebensqualität. Das ist der erste Punkt, wenn es um diese äußere Realität geht. Also welche Dinge in deinem Leben sind für dich wertvoll? Dafür gibst du dein Geld aus. Das kannst du auch sehen an deinem Konto, ja, an deinen Kontobewegungen. Die Dinge, die für dich wertvoll sind, die sind bei dir auf der Ausgabenseite und natürlich auch auf der Einnahmenseite. Sollte auch genau die Dinge sein, die für dich wertvoll sind, die dir Spaß machen, die dir Lebensfreude bringen, die sollten auf der Einnahmenseite sein. Das ist der erste Punkt. Also wo sind deine Werte? Bei dem, was du tust, bei dem, wie du dein Geld reinholst und natürlich auch, wie du dein Geld ausgibst. Das ist das eine. Und dann gibt es verschiedene Menschentypen auch, was diese äußere
Kreation von Geld angeht. Tendenziell in der Finanzbranche sind es Leute, die machen das in ihren 20ern. Ja, in ihren 20ern, ihren 30ern haben die alles schon mega organisiert in der Außenwelt. Und irgendwann kommen die dann so mit der Midlife-Crisis an einen Punkt, wo sie feststellen, das hat aber gar nicht das gebracht, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann kommt die Midlife-Crisis und dann kommt vielleicht nochmal ein anderes Thema oder auch die Fragestellung mit dem ganzen Geld, was ich in meinen 20ern und 30ern verdient habe und was ich zur Seite gelegt habe und was ich an Immobilien angehäuft habe und so weiter. Was kann ich jetzt Gutes damit tun? Und die gehen dann raus in die Welt mit dem, was sie aufgebaut haben und machen dann mit diesem Geld was Gutes. Aber es geht in den ersten 2 Berufsjahrzehnten, 20er und 30er, ganz wesentlich darum, viel Geld zu verdienen, ja, und wohlhabend zu werden. So. Und dann gibt's Leute, die kämpfen durch die 20er und durch die 30er, die wissen nicht so richtig, was sie machen sollen, die kriegen eigentlich nicht so richtig die Füße auf die Erde, die machen ganz viele verhältnismäßig schmerzhafte Erfahrungen, ja, in ihren Beziehungen vielleicht auch in ihrem Berufsleben und die kämpfen sich durch die 20er und 30er, müssen ihre ganzen Kindheitstrauma aufarbeiten und so weiter und kommen dann in ihren 40ern, 50ern an einen Punkt, wo sie dann so langsam die Füße auf der Erde haben und die generieren ihren Wohlstand erst dann. Ja, also in den 40er, 50ern bis zum 60. und so weiter, also tendenziell so ab 50, wo dann wirklich richtig Wohlstand generiert wird. Es ist nicht eines falsch oder richtig, sondern es sind schlicht und ergreifend unterschiedliche Lebenswege. Es gibt Leute, die werden dann ab 50 richtig wohlhabend und auch schnell wohlhabend zum Teil. Und können ganz wunderbar natürlich genauso fürs Alter vorsorgen, wie die mit 25 schon ihren Fonds für die Rente fertig hatten, ja, schon voll gefüllt hatten. Also, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich bin jetzt 25 oder ich bin jetzt 30 oder ich bin 35 und ich habe immer noch keine Kohle, es ist alles ätzend und ich kämpfe mich hier durchs Leben und nichts funktioniert so richtig und so weiter. Atme einmal durch, ja. Das ist hier kein Marathon, der bis 40 abgelaufen sein muss. Wir werden immer jünger auch und gerade durch diese ganzen, die Generation Cycle Breaker heute auch, die viel Therapie machen, die viel Arbeit an sich selber machen, viel Schattenarbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind mit 40 nicht wie unsere Großeltern mit 40 waren oder vielleicht auch unsere Eltern mit 40 waren. Wir sind mit 50 auch nicht wie die. Also wir haben eine viel, viel längere leistungsfähige Phase aufgrund der Umstände, unter denen wir hier auf dieser Welt jetzt im Moment leben und die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir miteinander vernetzt sind, verbunden sind und ja, natürlich auch unser Geld verdienen können. Ja? Also Geld ist mehr als genug da und die Tendenz, dass das von denen, die früh verdient haben, auf die später verdienen, umgelagert wird auf jeden Fall einer der Punkte sein, sicherlich an Umlagerung. Denn, also ich kann jetzt zum Beispiel für mich sagen, ich bin Heilerin und spirituelle Lehrerin. Ich werde die früh verdient haben, die nachher in ihre Lebenskrise kommen, beraten können, wie sie das machen. Ja, weil ich habe die ersten 20 Jahre schon damit verbracht, nichts anderes zu machen, als meine eigene Heilarbeit zu machen. Das können die anderen dann später machen. Die dürfen mir dann das Geld dafür geben, was sie früh verdient haben, um dann später in der Lebenskrise zurechtzukommen. Meine Lebenskrise waren die ersten 20 Jahre. Das wird für dich als Coach, wenn du hier als Coach oder Heilerin oder Therapeutin zuhörst oder als jemand, der in diesem Berufsfeld unterwegs ist, wird es für dich ähnlich sein, dass du tendenziell, je älter du wirst, zu diesen Weiseren gehörst, weil du deine ganzen schmerzhaften Lebenserfahrungen schon hinter dir hast. Ja, die hast du schon durchgearbeitet und du hast mit so vielen Dingen dich auseinandersetzen müssen. Du hast eine gewisse Weisheit gewonnen, die im Innen auch stattfindet, in der spirituellen Welt stattfindet, in der emotionalen Welt stattfindet und die bis jetzt, ja, wir sind ja in Deutschland sehr materiell und im Außen orientiert, die im Außen eher gearbeitet haben und in der äußeren materiellen Welt gearbeitet haben, die kommen dann irgendwann später auch natürlich auf diese emotionale Welt, wenn die Krisen eintreten. Diese Krisen hat jeder im Leben, ja, das ist ganz normal, das ist nichts, was irgendwie, wo man versagt hat oder sonst irgendwas, sondern das sind Umbrüche im Lebenslauf eines jeden einzelnen Menschen. Die sind garantiert. So, und da an der Stelle ist natürlich auch die Frage, was sind deine Investitionskriterien? Je nachdem, zu welchem Typ Mensch du auch gehörst, ja, wie dein Lebenslauf so ein bisschen stattfindet und was die Themen in deinem Leben sind,
wirst du mit deinem Geld bestimmte Dinge tun. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Werte sich darstellen, in erster Linie natürlich, was du für wertvoll hältst auf deinem Konto auf der Ausgangsseite. Ja, wofür gibst du dein Geld aus? Gute Lebensmittel vielleicht, gutes Wohnen, was ist dir wichtig, Kleidung, Weiterbildung und so weiter. Ich habe vorhin zum Beispiel einen Beitrag von einem Heilpraktiker gesehen, der hat geschrieben, er gibt das meiste Geld aus für gesunde Ernährung, für Bücher und für Supplemente. Das ist ein Klassiker im Bereich des Gesundheitsfeldes. Ja? Andere würden sagen, ich gebe das meiste Geld aus für Immobilien, für Autos und für teure Kleidung. Unterschiedliche Wertesysteme, ja, ganz unterschiedliche Wertesysteme. Investitionskriterien können sein: Gesundheit. Wenn du körperlich nicht fit bist, dann ist es die beste Investition, die du machen kannst, dass du in deine Gesundheit investierst. Und zwar wirklich dein Geld auch dafür aufwendest. Dein Geld nützt dir nichts in einem Fonds, wenn du nicht mehr laufen kannst und wenn du krüppelig im Bett liegst, weil du keine Energie mehr hast. Also deine Gesundheit ist wirklich die erste Investition. Sollte es immer sein. Ja, warum ist es so? Investition bedeutet, Geld in etwas zu stecken, was über einen längerefristigen Zeitraum eine Wertsteigerung erfährt und dafür sorgt, dass du in Zukunft versorgt bist, besser versorgt bist als heute. Wenn deine Gesundheit nicht gut ist und wenn du körperliche Probleme hast, wenn du emotionale oder auch mentale Probleme hast, dann ist deine Gesundheit, wenn du sie wieder herstellst, ja, wenn du in eine Heilungsphase gehst, dein Geld da reinsteckst, dann ist deine Gesundheit das, was dafür sorgt, dass du in Zukunft Geld verdienen wirst. Das ist die beste Investition, die du machen kannst. Deine psychische, seelische, geistige und mentale Gesundheit zu erhalten oder auch wiederherzustellen, wenn du Trauma erlebt hast, wenn du schwierige Zeiten in der Familie erlebt hast, in deinen Sozialverbindungen, Unfälle und so weiter. Also alles, was dazugehört. Der zweite Investitionspunkt ist natürlich dein finanzieller Wohlstand. Also alles, was in den Bereich Investitionen fällt, das können Immobilien sein, das können Aktien sein, das können Fonds sein, das kann auch Kunst sein, ja, das kann auch Kunst sein, das kann sogar Kleidung sein. Also wenn du ganz spezielle Einzelstücke von Nike-Turnschuhen kaufst zum Beispiel und die sammelst, ja, so Sammlerstücke, das ist natürlich auch ein Investitionsmarkt. Ganz besondere Gitarren oder ganz besondere, Einrichtungsgegenstände, ja, Designklassiker und so weiter. Das muss nicht immer ein Fonds sein, ja, es muss nicht ein Fonds sein, es muss nicht eine Aktie sein oder irgendwas, sondern du kannst dich natürlich mit Dingen umgeben, die dir Spaß machen, ja. Wenn dir Kunst Spaß macht, so wie mir, jetzt im Moment nicht, weil ich gerade auf Reisen bin, aber normalerweise, beziehungsweise wenn dann der Punkt ist, wo das Geld, was jetzt momentan in Fonds ist, auch mal in schöne Dinge in meinem Leben investiert werden soll, dann wird es wahrscheinlich Kunst sein. Ja, ich finde es total super, Künstler zu unterstützen, weil das etwas ist, was mir am Herzen liegt. Vielleicht möchtest du auch ein Grundstück bewirtschaften. Ja, viele machen das so in einer Art Hobby-Gartenbau oder einfach dich an einem Biohof beteiligen oder sonst irgendwas. Also das kann, wo auch immer, finanzieller Wohlstand für dich, Dinge, die wertvoll für dich sind. Wo du glaubst, da muss ich mein Geld investieren, das bringt mir was und es bringt auch denen was, denen ich das Geld gebe, damit sie es vermehren können, damit sie mehr daraus machen können, Wertschöpfung betreiben können. Und der dritte Punkt, die zwei Sachen, die solltest du auf jeden Fall als erstes auf die Reihe kriegen, bevor du dich in den dritten Punkt begibst, und der heißt Partnerschaft. Ja, also einen Partner zu suchen oder eine Partnerin zu suchen. Wenn du finanziell nicht auf sicheren Füßen stehst, wenn du nicht gesund bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in einer Partnerschaft landest, die tendenziell eher toxisch ist, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn du in einer toxischen Partnerschaft willst du nicht leben, weil das nimmt dir Gesundheit und den finanziellen Wohlstand auch wieder weg. Also das klar zu kriegen, je nachdem wie alt du jetzt gerade bist und in welcher Lebensphase du bist, Gesundheit, finanzieller Wohlstand und dann die Partnerschaft. Und die Partnerschaft, die wird dir, da hast du schon so viele Dinge klar, da weißt du, wer du bist, da weißt du, wie du leben willst, dann weißt du, was du brauchst und wirst du natürlich auch eine Person finden, mit der das harmonisch zusammenpassen kann. Wenn du das nicht weißt, ja, wenn du das nicht weißt, wer du bist und dann wirst du, und wenn du nicht gesund bist, körperlich und auch finanziell nicht gut aufgestellt bist, dann wirst du tendenziell niemanden finden, der
da gut zu passt, ja, weil deine Werte noch nicht so ganz wirklich ausgereift sind, weil deine Energie noch nicht gut ausgerichtet ist in deinem Leben. Also, falls du Single bist, wenn du in einer Partnerschaft bist, ja, gilt das natürlich ganz genauso, dann musst du das halt mit jemandem anders alles koordinieren immer wieder. Aber wenn du Single bist, konzentriere dich auf die ersten 2 Sachen und das dritte wird von alleine kommen, wenn die anderen Dinge stimmen, wenn es stimmig ist. Okay? Das sind die Investitionskriterien. Die Partnerschaft ist heute, ehrlich gesagt, wir brauchen das nicht mehr. Ich spreche aus einer Singlefrau mit Anfang 40. Wir brauchen das nicht mehr unbedingt. Ja, es ist nicht mehr notwendig. Was wichtig ist, sind Freunde. Was wichtig ist ein soziales Netzwerk. Aber unbedingt einen Lebenspartner zu haben, auch da gibt es schlicht und ergreifend unterschiedliche Lebenswege. Und wer wie ich viel auf Reisen ist oder die Welt kennenlernen will oder viel sehen möchte und auch flexibel sein möchte, wird es vielleicht nicht unbedingt mit einer zweiten Person abstimmen wollen. Wenn du genau das Gleiche tust und eine zweite Person dazu hast, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Also schau, was für dich passt. Wo ist dein Nervensystem in einem Zustand, ja, der sich ruhig anfühlt, der sich gut anfühlt? Dann kommst du damit, vielleicht auch mit kolumbianischen Pesos, ja, vielleicht auch in Euros oder Dollars oder was auch immer, deutlich schneller und deutlich gelassener auch in Kontakt und kannst es auch für dich so organisieren, dass du dich in deinem Leben sicher fühlen kannst. Der Leitfaden bei der Kreation des Ganzen in deinem Leben ist Ruhe in dir und ein ausgeglichenes Nervensystem. Du findest auf diesem Kanal zahlreiche Meditationen, die dir dabei helfen, Klarheit für dich zu finden, Ruhe in dir zu finden, dich von Fremdenergien zu reinigen, ja, dein Leben zu gestalten. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, beziehungsweise auch dich im Coaching zu begrüßen, wenn du mit mir gemeinsam arbeiten möchtest, dein Business aufzubauen oder ja, dein Leben neu zu organisieren, neu zu strukturieren. Melde dich gerne zum kostenlosen Erstgespräch. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und ich freue mich, wenn wir dort gemeinsam zusammenarbeiten. Hinterlasse mir, wenn dir dieses Video geholfen hat, gerne ein Like, ein Abo des Kanals und natürlich auch einen Kommentar. Hat dir das was gebracht? Wie organisierst du die Energie des Geldes? Was brauchst du oder worüber möchtest du vielleicht auch noch Informationen haben, die ich dir auf diesem Kanal mitgeben kann, damit dein Leben freudvoller wird, sicherer wird und du das Gefühl hast, ja, hier kann ich mich wohlfühlen, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich die Dinge tun, die ich gern tun möchte. Ich freue mich auf deinen Kommentar und natürlich auch auf dein Like und auf dein Abo des Kanals. Bis bald. Tschüss.